Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, Sebastian, schön, dass es heute wieder klappt. Wir wollen uns ja heute zu einem weiteren besonderen Thema unterhalten, nämlich zur Exempt LLC. Und da gibt es so einige interessante Themen, die auch immer wieder unsere Mandanten interessiert oder unsere Zuschauer, Zuhörer unseres Podcasts. Zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich eine LLC und was bedeutet es eigentlich in der Konsequenz, dass eine LLC steuerrechtlich eine Personengesellschaft ist, haftungsrechtlich aber eine Kapitalgesellschaft, aber auch da gibt es ja Ausnahmen, auch darüber müssen wir nochmal sprechen. Dann in welcher Gestaltung oder unter welchen Bedingungen ist sie denn wirklich steuerfrei? Welche Hürden gibt es? Also sollte sich einfach jetzt jeder so eine LLC zulegen oder gibt es auch Dinge, die man bedenken muss, vielleicht Schwierigkeiten? Zum Beispiel, wenn wir über das Thema Bankkonten zu sprechen kommen, also wie einfach oder schwer ist es, ein Bankkonto von der LLC zu bekommen. Und wann sollte man vielleicht auch lieber die Finger von der LLC lassen und was gibt es für andere Alternativen? Das wären so einige Themen, die wir heute besprechen wollen. Ja. Wunderbar, klingt interessant. Ja, da freue ich mich drauf. Naja, ich noch viel mehr, weil ich habe ja die Fragen und du hast die Antworten. Genau. Ja, hoffen wir es mal. So. Also für viele ist es ja so, für viele ist es immer wieder schwer vorstellbar, dass man jetzt einfach eine US-Firma gründen und besitzen kann, ohne jemals selber die USA betreten zu haben. Und dann, obwohl man sozusagen im Land X wohnt, aber dann in den USA eine Firma hat und vielleicht im Land Y auch noch geschäftlich damit tätig ist. Also da musst du jetzt mal unseren Zuschauern erklären, wie funktioniert das genau? Genau. Also wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Firmengründung in den USA. Da gehen wir auch im Detail auf die einzelnen Rechtsformen ein. Das würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, sich hier die Abschnitte und Segmente zum Thema LLC anzuschauen. Ich wiederhole es hier nochmal ganz kurz, aber ausführlich haben wir dann auch die Rechtstypenvergleiche dann dort besprochen. Genau. Also die LLC steht für Limited Liability Company, ist die mit Abstand am häufigsten verwendete Rechtsform in den USA. Ist extrem häufig dort. Die LLC ist eine neue Rechtsform, die wurde erst in den 70er Jahren mehr oder weniger erfunden, gibt es in jedem US-Bundesstaat. Wie du schon vorhin gesagt hast, ist die LLC so eine Hybridgesellschaft. Also die ist zum einen mal gesellschaftsrechtlich, haftungsrechtlich eine Kapitalgesellschaft, aber im Grunde steuerrechtlich eine Personengesellschaft. Also was bedeutet es jetzt? Also die LLC ist auf jeden Fall als Haftungsmantel natürlich geeignet. Sie hat also beschränkte Haftung, wie zum Beispiel eine GmbH, aber weil bei der LLC die Einlage halt möglicherweise nur $1 ist, ist hier die Haftung also extrem beschränkt. Aber was die Besteuerung jetzt anbelangt, zahlt hier im Grunde die Gesellschaft keine Steuern und ist steuertransparent, vergleichbar in etwa mit einer deutschen KG. Eine deutsche GmbH und Co. KG bezahlt ja auch keine Steuern, sondern dort werden die Gewinne versteuert auf Ebene der Kommanditisten. Das heißt, die Kommanditisten bezahlen letztlich Steuern auf die Gewinne. Die Gesellschaft muss lediglich die Gewerbesteuer abführen, aber die gibt es ja in den USA nicht. Ja? Das heißt also, mal angenommen, wir beide würden jetzt in den USA leben, Daniel und ich, und wir würden dort eine Firma zusammen gründen, dann würden wir eine LLC gründen, wir wären beide Members, also Gesellschafter dieser LLC. Die LLC macht $10.000 Gewinn im Jahr, dann nimmst du 5.000 auf deine Steuererklärung und ich 5.000 auf meine Steuererklärung, auf meine Einkommensteuererklärung in den USA, und wir zahlen da ganz normal Einkommensteuer dann drauf. Und natürlich die LLC muss dann auch noch eine Partnerschaftssteuererklärung einreichen. Aber wie gesagt, Steuern selbst bezahlt sie nicht, die ist steuertransparent. Steuern bezahlt immer der an der Gesellschaft beteiligte Member. So, jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage,
was ist jetzt, wenn eine solche LLC nur einen einzigen Gesellschafter hat? Ja? Bei einer Personengesellschaft geht es ja normalerweise nicht. Also alleine kann ich keine GbR gründen. Alleine kann ich keine KG gründen. Gut, also ich meine, ich könnte natürlich sagen, ich gründe mir eine GmbH, werde dort Geschäftsführer, Gesellschafter, Geschäftsführer und dann wird die GmbH Komplementärin und ich selbst bin dann als natürliche Person Kommanditist. Natürlich, das ginge, aber es sind ja trotzdem dann zwei Personen in der Gesellschaft drin, nämlich die GmbH und ich selbst. Alleine kann ich keine Personengesellschaft gründen. Und als jetzt also, wie gesagt, diese Rechtsform in den USA dort erfunden wurde, in den 70er Jahren, da stand dann natürlich die Steuerbehörde IRS vor einem Dilemma und hat sich gefragt, naja, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Also ich meine, man hätte ja zum einen einfach sagen können, naja, okay, also eine Person alleine kann keine LLC gründen, sondern es benötigt mindestens zwei und das Problem wäre gegessen gewesen. Dann wird die behandelt wie jede andere Personengesellschaft, auch vergleichbar bei der Limited Partnership zum Beispiel, welche wiederum der GmbH und Co. KG entspricht. Aber es war eben tatsächlich Ziel, ganz eindeutiges Ziel hier der Erfinder dieser LLC zu sagen, dass auch Einzelpersonen diese Gesellschaft gründen können. Man wollte also unternehmerisch hier ganz klar den Unternehmergeist fördern, Initiative fördern und wollte jetzt nicht wieder irgendwas Kompliziertes machen, sondern wollte im Grunde eine einfache Rechtsform machen, mit dem jeder Mann letztlich sich selbstständig machen kann und dabei dann natürlich den Haftungsschutz genießt. Das ist jetzt ja das Entscheidende, warum man eine Gesellschaft in der Regel gründet. Und hat also gesagt, also wir wollen definitiv, dass auch eine Gesellschaft eine solche Gesellschaft gründen kann, auch wenn normalerweise eine Person alleine keine Personengesellschaft gründen kann. Und deswegen gab es dann letztlich eine revolutionäre Regelung, die jetzt steuertechnisch gesehen revolutionär war. Die IRS hat nämlich gesagt, okay, wir machen Folgendes. Zwar ist diese Gesellschaft jetzt haftungsrechtlich und so weiter, hat sie eine eigene Rechtspersönlichkeit und bietet wie auch Haftungsschutz an, kann auch Vermögen halten und so weiter und so fort. Aber eine Ein-Personen-LLC ist steuerlich gesehen kein eigenes Steuersubjekt. Ja? Das heißt, es gibt diese LLC steuerlich gesehen nicht. Okay? Die muss keine Jahresabschlüsse einreichen, die muss keine Steuererklärung einreichen. Die hat zwar bei der IRS eine Steuernummer, eine sogenannte EIN, ja, aber die ist steuerrechtlich nicht existent. Ja. Die ist eine sogenannte Disregarded Entity. Ja. Sondern der einzige Eigentümer der LLC erklärt, wie auch bei einer Mehrgesellschaft der LLC, die Einkünfte auf seiner Steuererklärung. Und muss im Grunde genommen für die LLC nichts einreichen. Steuerlich betrachtet wird die Ein-Mann-LLC in den USA wie ein Gewerbe, eine Einzelfirma, ein Sole Trader oder in Amerika Sole Proprietor betrachtet. Ja? Das heißt, steuerlich gesehen macht es keinen Unterschied, ob ich mich jetzt selbstständig mache oder meine Selbstständigkeit über eine LLC laufen lasse. Das ist dann eben nur wieder haftungsrechtlich und gesellschaftsrechtlich dann wichtig und deswegen mache ich es ja. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir alle wissen das ja, von Mandanten. Viele Mandanten, die selbstständig sind, die ein Gewerbe haben, sind ja begeistert eigentlich von dem Gewerbe. Ja, man kann Entnahmen machen, es gibt hier keine Trennung, es gibt keine doppelte Versteuerung, es wird alles einfach versteuert, aber es gibt eben das große Manko, dass es keinen Haftungsschutz gibt, ja, sondern ich hafte mit dem Privatvermögen letztlich für die Verbindlichkeiten des Unternehmens. Ja. Und die LLC löst diesen anscheinenden Widerspruch auf. Ja. Die sagt also, du bist letztlich steuerlich gesehen wie eine Einzelfirma, wie ein Gewerbe, du kannst den Namen machen und so weiter und so fort. Die zahlt separat keine Steuern, du zahlst ganz normal Einkommensteuer drauf und so weiter und so fort, aber eben haftungstechnisch hast du den Haftungsmantel einer Kapitalgesellschaft. Also ich muss jetzt nochmal nachfragen,
Sebastian, die LLC ist ja grundsätzlich eine beliebte Rechtsform, nicht nur wegen der Steuern. Kannst du vielleicht noch etwas mehr auch über andere Vorteile der LLC sprechen? So, jetzt sehen wir mal an, du und ich, Daniel und ich, wir wohnen jetzt in Europa, ja, und wir gründen jetzt eine amerikanische LLC gemeinsam. Die hat also 2 Gesellschafter, ja. Dann werden wir beide beschränkt in den USA steuerpflichtig, ja. Denn wir haben ja gerade eben besprochen, die LLC zahlt an sich keine Steuern, sondern Steuern bezahlen die einzelnen Gesellschafter. Wenn wir jetzt also zusammen eine LLC gründen, dann ist es das Gleiche, wie wenn wir in Deutschland eine KG gründen, eine Kommanditgesellschaft gründen. Mal angenommen, du wohnst in Frankreich und ich wohne in England, dann werden wir beide dann als französischer und englischer Steuerzahler in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, reichen dort eine Steuererklärung ein und letztlich bezahlen dann auf diese Einkünfte aus unserer deutschen KG Steuern in Deutschland. Das Gleiche passiert auch in den USA. Das heißt, wenn wir zusammen also eine LLC gründen, dann müssen uns beide eine Steuernummer in den USA besorgen. Und wir beide müssen dann eben Einkommensteuer auf diese Einkünfte der LLC bezahlen. So, jetzt haben wir ja gerade eben gesagt, wenn da nur ein Gesellschafter ist, dann ist diese Gesellschaft eine disregarded entity. Ja? Das heißt, die existiert steuerlich gesehen nicht. Ja? Die ist kein eigenständiges Steuersubjekt. Das heißt also, wenn ich jetzt als Ausländer, als Einzelperson eine LLC gründe in den USA, ja, dann existiert zwar die Gesellschaft im Handelsregister, ja, die ist also als Rechtspersönlichkeit oder als juristische Person mit Rechtspersönlichkeit dort etabliert. Steuerlich existiert sie aber nicht. Sie würde dann steuerlich existieren, wenn ich zum Beispiel in den USA vor Ort jetzt hier Arbeiten vornehmen würde und hier tatsächlich dann, also mal angenommen, ich würde jetzt, Entschuldigung, also mal angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel Konzerte veranstalten in den USA als ausländischer Künstler mit meiner LLC, komme dorthin, gebe die Konzerte, dann wäre ich gewerblich in den USA tätig, müsste diese Einkünfte dann natürlich dort versteuern. Oder mal angenommen, ich vermiete dort ein Ferienhaus oder mache sonst irgendwas anderes. Aber wenn jetzt die LLC keine gewerbliche Tätigkeit in den USA hat, keine Betriebsstätte in den USA hat, dann sind die gesamten Einkünfte aus dieser LLC der Logik folgend, die ich gerade eben entwickelt habe, in den USA nicht steuerpflichtig. Denn ich habe ja in den USA keine Gewerblichkeit, damit haben die Steuerbehörden in den USA kein Besteuerungsrecht. Damit sind die gesamten Einkünfte, die die Gesellschaft erzielt in den USA, nicht steuerpflichtig. Außer eben, es gibt eine Betriebsstätte in den USA. Es liegt eine gewerbliche Tätigkeit in den USA vor, die dort eine Steuerpflicht auslösen würde. So, und das ist eben im Grunde genommen ein großer Vorteil für Personen, die im Ausland leben und eine Gesellschaft benötigen und vor allen Dingen natürlich für Personen interessant, die jetzt im steuergünstigen Ausland leben und dann entsprechend hier auf bestimmte Einkünfte keine Steuern bezahlen müssen. Jetzt interessiert mich natürlich noch zu wissen, also nehmen wir mal an, ich verliebe mich jetzt in die Rechtsform der LLC, ich finde das jetzt spannend. Ist es jetzt eher schädlich oder habe ich auch Nutzen davon, wenn ich zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder Schweiz, also in Europa vielleicht mit einer LLC dann an den Start gehe? Das wäre noch interessant. Es ist natürlich klar, dass für jemanden jetzt, der, ich sage jetzt mal in Deutschland zum Beispiel wohnt, das völlig uninteressant ist. Ja? Denn wenn ich, wie gesagt, also wir haben gerade eben gesagt, in den USA gibt es keine Betriebsstätte, damit keine Besteuerung. Das heißt natürlich nicht, dass außerhalb der USA keine Steuern anfallen. Ja? Wenn ich in Deutschland gewerblich tätig bin, egal ob über eine amerikanische LLC, deutsche Einzelfirma, englische Limited oder was auch immer, dann habe ich in Deutschland eine Betriebsstätte, dann werden die Gewinne dort immer steuerpflichtig. Ja? Dem kann ich nicht entkommen. Also insofern macht es natürlich dann als jetzt jemand, der in Deutschland unwahrscheinlich steuerpflichtig ist, absolut keinen Sinn,
eine LLC zu verwenden, handelt mir nur Ärger ein, ja, weil es alle möglichen Probleme im Finanzamt dann gibt. Aber letztlich bin ich dann gewerblich steuerpflichtig in Deutschland und zahle die gleichen Steuern auch, die jeder Einzelunternehmer in Deutschland bezahlt. Also Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Also es bringt alles, es würde überhaupt nichts bringen. Ja. Das Ganze ist nur dann interessant, wenn ich in einem Land lebe, zum Beispiel Dubai, ja, wo ich keine Steuern bezahlen muss, ja, und wo ich dann letztlich, weil ich keine Steuern in den USA bezahlen muss und auch keine Steuern an meinem Wohnsitzstaat zahlen muss, die Einkünfte dann steuerfrei vereinnahmen können. Die LLC, Sebastian, ist ja aber nicht grundsätzlich steuerfrei. Also was muss man beachten, damit es klappt und ich auch wirklich für meine LLC keine Steuern bezahlen muss? Genau, also wie gesagt, von den Millionen LLCs, die es gibt, zahlen natürlich, keine Ahnung, 95%, ich weiß nicht, ob der Anteil ist, 95% ganz regulär Steuern in den USA. Die Steuerbefreiung in den USA liegt nur dann vor, wenn es erstens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, einen Gesellschafter gibt, der eine natürliche Person ist. Zweitens, diese LLC kein Gewerbe in den USA hat, dort nicht gewerblich tätig ist, dort keine Betriebsstätte hat, wobei der Betriebsstättenbegriff in den USA sich unterscheidet zu dem, was wir in Europa kennen. Also man muss zum Beispiel bei Handelsvertretern sehr aufpassen. Es muss kein Handelsvertreter sein. Es kann noch ein sogenannter Representative der Firma sein, der dort irgendwie stark involviert ist. Das sind die Bedingungen, damit letztlich die Einkünfte der LLC in den USA nicht zu versteuern sind. Ich würde jetzt gerne noch mal dort ein bisschen mehr nachhaken zu dem Thema. Ja. Also ganz speziell US-Geschäft. Es gibt ja einige Mandanten oder einige Zuschauer, Zuhörer, die vielleicht sagen, ich möchte deswegen auch eine LLC gründen, weil ich mir über diese Rechtsform dann auch eine Erleichterung verspreche, die USA als Markt zu bedienen. So, und jetzt die Frage, ich bin jetzt zum Beispiel Dropshipper. Wir haben ja viele, die als Dropshipper unterwegs sind, vielleicht Amazon FBA verwenden wollen. Eigentlich wäre es ja jetzt so, dass sie keine Steuerpflicht hätten in den USA, wenn sie reines Dropshipping-Geschäft betreiben. Ist es richtig? Ja, das ist korrekt. Also wie gesagt, die Definition ist hier, dass es letztlich in den USA keine Betriebsstätte geben darf. Und eine Betriebsstätte könnte zum Beispiel auch sein, dass die LLC einen Freelancer beschäftigt, der sich hier um den ganzen Kundenservice in den USA kümmert, ja, der hier irgendwie mit den einzelnen Geschäftspartnern hier alles regelt und so weiter. Also das kann möglicherweise schon eine Betriebsstätte sein. Ja. Also man darf im Grunde in den USA überhaupt nichts haben im Sinne von Mitarbeitern, Substanz, Büro oder sonst irgendwas. Es ist in der Regel möglich, natürlich mit jetzt großen Anbietern wie Amazon, FBA oder so zusammenzuarbeiten, hier Lager zu halten, deren Infrastruktur zu nutzen. Das löst keine Betriebsstätte auf. Aber das hängt alles sehr stark vom Einzelfall ab. Ja? Das heißt also, hier ist auf jeden Fall rechtliche Beratung, steuerliche Beratung unbedingt notwendig, wenn hier Geschäfte mit den USA gemacht werden sollen. Aber nochmal zusammenfassend, es können Geschäfte in den USA gemacht werden. Ja? Das Einfachste sind natürlich Dienstleistungsgeschäfte. Ja? Also mal angenommen, ich bin digitaler Nomade, ich bin Programmierer und habe eine LLC und stelle damit Rechnungen an US-Kunden. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Leistung wird ja sowieso außerhalb der USA erbracht. Da ist es völlig klar, dass es nichts in den USA gibt. Es gibt diesen Graubereich möglicherweise immer dann, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel Produkte in die USA liefere, ja, dort in den USA irgendwas stattfindet. Da muss man dann sehr genau hinschauen. Ja, also es ist keine automatische Besteuerung, aber man muss natürlich sich dessen bewusst sein, dass das möglicherweise eine Gratwanderung ist, ja, und muss sich tatsächlich überlegen, ob das dann sinnvoll ist, das so zu machen. So, wenn ich jetzt digitale Produkte beispielsweise in den USA verkaufe, Videokurse, Online-Bücher, mein Server steht aber jetzt zum Beispiel im Amazon-Rechenzentrum in den USA. Ist es dann meine Betriebsstätte?
Nein, das wäre keine Betriebsstätte mehr. Okay, weil das ist ja dann schnell. Also letztendlich liefere ich ja dann aus den USA in die USA. Das wäre so eine spezielle Frage. Wenn ich jetzt sozusagen du hast gerade von einer Gratwanderung gesprochen. Jetzt habe ich also den Grat überschritten. Mein Geschäft ist jetzt also so weit gewachsen, dass ich muss einen Support-Mitarbeiter einstellen in den USA. Löse also jetzt Steuerpflicht aus, löse eine Betriebsstätte aus. Wie läuft es dann ab? Muss ich mich dann selbst melden? Muss ich dann irgendwie den Status meiner Firma ändern oder einfach nur eine Steuererklärung abgeben? Und wie teuer und aufwendig wird denn das Ganze dann? Also ich würde in dem Fall nicht die LLC dazu verwenden, vor allen Dingen keine LLC, die ich auch anderweitig verwende, um steuerfreies Einkommen zu generieren. Ich halte das für riskant, ja, weil ich ja dann letztlich all diese Unterlagen gegenüber den amerikanischen Behörden dann offenlegen muss und möglicherweise sich dann dort Begehrlichkeiten entwickeln oder es zumindest zu detaillierten Prüfungen, Audits und so weiter kommt, was man alles nicht haben will. Ja? Also ich würde so eine LLC, die jetzt Mischformen von Einkommen hat, in den USA steuerpflichtiges Einkommen und in den USA nicht steuerpflichtiges Einkommen, würde ich nicht machen. Um es jetzt kurz zu erklären, was passieren würde, also wir haben ja vorhin gesagt, die LLC bezahlt keine Steuern. Das heißt, wenn ich also eine Situation hätte, dass ich in den USA eine Betriebsstätte hätte, ich müsste dort Steuern bezahlen, müsste ich selbst persönlich eine Steuernummer in den USA beantragen und müsste dann selbst eine Steuernummer einreichen und die Gewinne der LLC dort erklären. Es gilt, die LLC bleibt trotzdem eine disregarded entity, das heißt, die muss keine eigene Steuererklärung einreichen, die muss keine Bilanz einreichen, das wird alles auf meiner Steuererklärung gemacht. Ich würde es nicht machen. Ich würde eine separate Gesellschaft gründen, wahrscheinlich einfach eine C-Corporation, und die würde dann letztlich dieses US-Geschäft machen. Okay. So, jetzt habe ich eine LLC gegründet und möchte jetzt mit dieser Firma in Europa, besser gesagt in der Europäischen Union, geschäftlich tätig werden. Und gehen wir mal davon aus, ich wohne nicht in der Europäischen Union. Ich wohne also in einem anderen steuergünstigen Land und möchte jetzt aber mit der LLC in Europa in der Europäischen Union geschäftlich tätig werden. Gibt es da irgendwas Spezielles zu beachten? Also wir müssen natürlich grundsätzlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Steuerarten. Ja, wir haben ja in den USA keine Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell, aber haben das natürlich sehr wohl in der Europäischen Union. Ja. Jetzt im B2B-Bereich, ja, also wenn meine Kunden gewerbliche Kunden sind, andere Unternehmen sind, gibt es da eigentlich nichts zu beachten. Ja. Die machen auch bei US-amerikanischen Unternehmen das sogenannte Reverse Charging. Das heißt, die geben einfach in ihren Systemen die US-Steuernummer an, die EIN, und können dann Reverse Charging machen. Das heißt, die deutsche, sagen wir mal als Beispiel, Umsatzsteuer wird eingebucht, wieder ausgebucht, wird also behandelt wie auch ein anderes EU-Unternehmen. Ja. Wenn ich jetzt natürliche Personen beliefere in der Europäischen Union, dann habe ich in vielen Fällen natürlich die Umsatzsteuerproblematik. Ja, wir wissen ja schon seit 2015, dass digitale Leistungen, also ich sage jetzt mal Zugang zu irgendwelchen Videos, zu irgendwelchen Online-Kursen, wenn ich Software-Lizenzen verkaufe und all diese Sachen, die automatisiert elektronisch sind, ja, dann wird darauf EU-Umsatzsteuer fällig ab dem ersten Euro-Umsatz in der Europäischen Union, immer im Land des Kunden. Das heißt, wenn ich Kunden aus 20 EU-Ländern habe, dann muss ich dann Umsatzsteuer berechnen, jeweils individuell für 20 EU-Länder, und muss die dann entsprechend abführen über OSS. Das ist ein Zentralsystem, wo ich die ganze Mehrwertsteuer abführe, und diese wird dann auch verteilt an die Länder. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die LLC auch als Nicht-EU-Unternehmen hier sich für die EU-Umsatzsteuer registrieren muss. Ich kann die LLC nicht verwenden, um die EU-Umsatzsteuer zu vermeiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Das heißt, wenn für
wenn ein EU-Unternehmen Umsatzsteuer verlangen müsste, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, in vielen Fällen, dann muss ich auch die LLC als amerikanisches Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren. Ja. Das Gleiche gilt auch seit einiger Zeit für physische Produkte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Dropshipping mache, früher hatten wir da allerhand Regeln gehabt, wenn es unter 15 Euro ist, fällt gar keine Umsatzsteuer an und so weiter und so fort. Dann gab es die Umsatzschwellen, bis zu 100.000 Euro muss man sich registrieren und so weiter und so fort. Das gibt es alles nicht mehr. Auch heute gilt, ab dem ersten Euro Umsatz in der Europäischen Union mit physikalischen Produkten, Dropshipping, E-Commerce oder sonst was, muss ich mich in der Europäischen Union umsatzsteuerlich erfassen lassen. Und dann muss ich über OSS und IOSS entsprechend dann die Umsatzsteuer abführen. Zum Teil manchmal schon im Vorfeld muss ich die dann bezahlen, dann wird die abgeführt, zum Teil dann auch monatlich. Und wenn ich ein Lager in der EU habe, das heißt, wenn die LLC ein Lager unterhält, dann muss ich mich in dem Land, wo sich das Lager befindet, separat zusätzlich zu IOSS und OSS dann nochmal mehrwertsteuerlich erfassen lassen. Ja. Auch wenn ich FBA Amazon betreibe? Ja. Und hier ist es ein großes Problem, denn wenn ich zum Beispiel in Deutschland eine Umsatzsteuernummer beantragen will, was die LLC ohne weiteres kann, dann will Deutschland eine Ansässigkeitsbescheinigung haben aus den USA. Diese Ansässigkeitsbescheinigung bekommt die LLC nicht, denn sie ist ja nicht steuerlich ansässig in den USA. Insofern bekomme ich auch keine Umsatzsteuernummer in Deutschland. Bei IOSS und OSS sollte das eigentlich kein Problem sein, denn dort werden ja keine länderspezifischen Umsatzsteuernummern ausgegeben. Da werden diese EU-Umsatzsteuernummern ausgegeben, die fangen an mit EU. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Lager zum Beispiel hätte in Deutschland, dann hätte ich ein ernsthaftes Problem. Das würde mit der LLC wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Da müsste ich dann auf eine andere Rechtsform ausweichen. Okay, gut zu wissen. Jetzt möchte ich gerne noch über einen Mythos sprechen. Und zwar, der Mythos lautet, ich lebe in einem Land, in dem Auslandseinkünfte steuerfrei sind, zum Beispiel Paraguay. Und jetzt denken ja viele, da nehme ich einfach eine LLC, gründe ich also jetzt eine US-LLC, arbeite von zu Hause in Paraguay, zum Beispiel als Webdesigner. Und mein erwirtschaftetes Einkommen ist ja Auslandseinkommen, weil ich es über meine US-LLC den Kunden, also über eine Auslandsfirma, in Rechnung stelle. Ist das wirklich so? Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. Also grundsätzlich wissen wir ja, dass es verschiedene Länder gibt, in denen Auslandseinkünfte nicht besteuert werden. Was sind Auslandseinkünfte? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Deutschland Mieteinkünfte habe, ja, und ich wohne in Paraguay, dann sind das Auslandseinkünfte. Ja. Wenn ich von einem US-Unternehmen oder Schweizer Unternehmen Dividenden erhalte und ich lebe in Paraguay, dann sind es Auslandseinkünfte. Diese werden dann in dem Wohnsitzland jeweils nicht besteuert. Und da gibt es jetzt eine Reihe von Ländern, wo das so ist. Also wir kennen ja alle UK, Malta, Zypern und dann haben wir Portugal und dann haben wir Irland und dann haben wir Spanien. Da gibt es alles solche Sonderstati, wo ich entsprechend hier mich darauf berufen kann. Und wie gesagt, übersee dann natürlich auch Costa Rica, Paraguay und so weiter und so fort. Ja. Da ist es natürlich auch möglich. Die Betonung liegt aber wohlgemerkt auf Auslandseinkünfte. Und die Beispiele, die ich gerade eben genannt habe, da gab es jetzt Mieteinkünfte und Kapitalerträge, die sind ja völlig letztlich im Ausland generiert. Ja. Wenn ich jetzt eine LLC habe, aber vor Ort in Paraguay langfristig lebe, ich sage jetzt Paraguay als Beispiel, und für diese LLC hier täglich arbeite, ja, dann sind es keine Auslandseinkünfte. Denn die werden ja im Inland erwirtschaftet. Die Wertschöpfung erfolgt im Inland. Ich sitze
im Inland als Eigentümer dieser LLC. Also das heißt, möglicherweise hat zunächst mal die LLC eine Betriebsstätte in Paraguay. Oder aber, dass ein Disregard Entity ist und im Grunde genommen die Ein-Mann-LLC einem Gewerbe entspricht, bin ich dann gewerblich hier als Gewerbetreibender in Paraguay tätig. Aber diese Einkünfte wären im Grunde genommen dann in Paraguay zu versteuern. Ja. Nun wissen wir ja alle, dass letztlich hier oftmals verfahren wird nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, es ist natürlich durch die Ineffizienz in diesen Ländern seitens der Behörden oftmals gegeben, dass da nie jemand nachfragen wird oder dass es den Leuten sowieso egal ist. Die sind sogar noch dankbar, dass da irgendwelche reichen Ausländer sitzen und der im Land Geld ausgeben. Ja, also ich will damit sagen, de facto ist es möglicherweise unproblematisch oder ein kalkulierbares Risiko, was der ein oder andere bereit ist einzugehen. Insbesondere dann, wenn man ja sowieso noch vorhat, wie bei einem digitalen Nomaden, sich dort nur kurzfristig aufzuhalten. Ja. Also was weiß ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sowas. Man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, ja, dass es hier eine Rechtssicherheit gibt, dass das tatsächlich so ist. Ja. Und es ist natürlich so, dass es dort im Internet online extrem wenig verlässliche Informationen dazu gibt. Es gibt jede Menge Webseiten von irgendwelchen Bauernfängern, ja, die es so darstellen, als gäbe es Rechtssicherheit. Ja. Aber im Grunde genommen ist es sehr schwer, hier tatsächlich eine eindeutige Aussage finden zu können. Ja. Daher meine Aussage, möglicherweise ist es ein Risiko, was man bereit ist einzugehen, ja, was möglicherweise de facto auf Basis der Erfahrung von Hunderter oder Tausender anderer Betroffener gar kein wirkliches Risiko ist. Ja. Aber jeder muss sich im Grunde selbst damit befassen, jeder muss sich selbst damit auseinandersetzen, sich rechtlich beraten lassen, sich steuerlich beraten lassen. Und sich überlegen, ob das in seiner Situation das Richtige ist. Also es ist definitiv jedenfalls nicht so, dass man hier von dieser sogenannten Territorialbesteuerung sprechen kann, die es ja ohnehin in dem Sinne nicht gibt, und sagen kann, naja, man kann dann in dem Land hier selbstständig tätig werden und man kann in dem Land eine Auslandsgesellschaft leiten, ohne eine Betriebsstätte auszulösen, ohne dann hierfür steuerlich dann entsprechend im Wohnsitzland belangt zu werden. Mhm. Okay, gut, haben wir also auch darüber gesprochen. Jetzt noch ein anderes Thema, was unsere Zuschauer, unsere Mandanten immer wieder nachfragen. Wie schneidet denn die LLC ab, wenn es um Fragen wie Anonymität und Informationsaustausch geht? Hat die LLC Vorteile? Vielleicht, wenn wir das jetzt vergleichen mit den anderen Bekannten wie UK Limited und ähnliche. Ja, also die LLC hat diesbezüglich sehr große Vorteile und man muss natürlich hier ganz dick mit dem dicken Edding unterstreichen, dass es jetzt gar nicht geht, um irgendwelche anrüchigen Tätigkeiten oder um irgendwas zu verstecken vor den Behörden. Aber es gibt viele Gründe, hier ein gesundes Verhältnis zu einer Privatsphäre zu haben und auch eine gewisse Privatsphäre, eine gewisse Verschleierung der eigenen Umstände und des eigenen Vermögens, die dann auch dessen Schutz dienen, letztlich hier für sich zu beanspruchen. Ja. Also diese Haltung, die wir ja heute haben, dieses gläsernen Bürgers, ja, des gläsernen Unternehmers, dass es dann Transparenzregister in jedem Land gibt, dass ich jetzt in Zukunft dann auch noch volle Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen im Handelsregister hochladen muss, wo man im Grunde jeder sieht, was dann auch jeder verdient hat, der daran beteiligt ist. Ja. Das ist natürlich aus vielerlei Gründen sehr fragwürdig. Ja. Also man fragt sich, was ist hier das tatsächliche Ansinnen der Behörden? Hier wird immer gesprochen von Schutz vor Terrorismus, Geldwäscherei, Menschenhandel, Drogenhandel und so weiter und so fort.
alles natürlich sehr ernstzunehmende Themen, das ist mir schon klar. Natürlich wollen wir alle bekämpfen, da sind wir alle im gleichen Boot. Aber dienen jetzt diese Maßnahmen wirklich dazu, wenn hier der Nachbar mit der kleinen GmbH 100.000 Umsatz macht und da steht dann drin genau, was er da verdient hat und jeder kann es sehen, dient es wirklich dazu, den Terrorismus hier zu beschneiden und zu bekämpfen? Ja? Oder gibt es ein anderes Ansinnen, was vielleicht eher in Richtung Kontrolle geht, was vielleicht auch dahin geht, dann auf Vermögen nach Bedarf zugreifen zu können, wenn ich eine willkürlich agierende Steuerbehörde oder Staat bin. Ja? Also das heißt, es gibt eigentlich viele gute Gründe dafür, hier seine Privatsphäre in gewisser Weise schützen zu wollen. Zumindest auf einer ganz oberflächlichen Ebene. Und das ist nun tatsächlich bei der LLC möglich. Ja? Also es gibt natürlich keine öffentlichen Transparenzregister in den USA. Ich muss natürlich meine Informationen auch im Rahmen einer Steuererklärung, die ich ja schon seit 2017 in den USA für jede LLC als Ministeuererklärung einreichen muss, sowieso an die US-Behörden abliefern. Das ist ja klar, aber es wird nicht veröffentlicht. Ja? Also eine Veröffentlichung im Handelsregister zum Beispiel gibt es nicht. Im Handelsregister in den USA steht der Registersitz drin. Und in manchen Staaten wird tatsächlich auch der Gesellschafter veröffentlicht, in vielen Staaten aber auch nicht. Ja. Ich muss keine Bilanzen dort einreichen. Ja. Da werden keine anderen Finanzzahlen eingereicht. Und die USA nehmen natürlich auch nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Wie gesagt, die USA sind dabei, ein Transparenzregister einzuführen, was aber nicht öffentlich wird. Und da stehen sowieso die Informationen drin, die man auch schon heute an die IRS liefern muss. Also wie gesagt, dem wird man sich nicht entziehen können. Ja. Aber es ist nicht öffentlich einsehbar. Ja. Okay. Jetzt hast du schon angesprochen, dass in verschiedenen Staaten unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Anonymität zum Beispiel gelten. Gibt es denn noch andere Vor- und Nachteile, wenn ich jetzt meine LLC gründen will und verschiedene Serviceanbieter schlagen da zum Beispiel Florida vor, Wyoming vor, Delaware vor? Wie rätst du jetzt jemanden vorzugehen, wenn er sich da für den passenden Standort entscheidet? Wobei es ja eigentlich egal ist, wenn ich sowieso niemals persönlich anwesend sein muss oder vielleicht sogar will. Ja, also genau. Also man muss vor allen Dingen verstehen, und das ist ganz wichtig, die steuerlichen Vorteile, die wir besprochen haben vorhin. Ja, also das heißt, dass die Gewinne der LLC, solange die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, in den USA steuerfrei sind. Diese gelten, egal in welchem Bundesstaat die LLC eingetragen ist. Ja. Also manche denken ja immer Delaware, diese Steueroase und so weiter und so fort. Also das stimmt, das ist absolut nicht korrekt. Delaware hat absolut keine steuerlichen Vorteile. Ja. Nichtsdestotrotz, viele LLCs werden in Delaware gegründet. Das hat aber andere Gründe. Zum einen liegt es daran eben, weil letztlich Delaware gerade für große Unternehmen hier eine sehr, sage ich jetzt mal, zuvorkommende Rechtsprechung hat. Das hilft dann vor allen Dingen, wenn man so eine große Klage, Produkthaftung, kennen wir ja in den USA, am Bein hat. Dort gibt es auch eine lange Rechtsgeschichte in Delaware. Die sind der erste Bundesstaat. Das heißt, im Case Law ist ja immer wichtig, hier auf Präzedenzfälle zurückgreifen zu können. Das ist also in Delaware vorhanden. Also das ist alles interessant. Delaware ist der Standard ohnehin, wenn man amerikanische Investoren hat, den amerikanischen Investoren erwarten. Und Delaware bietet auch gute Anonymität an. Also das sind alles Vorteile von Delaware. Steuerliche Vorteile, keine, absolut keine. So. Das heißt also, ich habe gerade die Gründe für Delaware genannt. Andere Staaten, die man ins Auge fassen kann, die auch gut für Anonymität sind, ist zum Beispiel Wyoming. Wyoming hat jetzt auch noch ein paar andere Vorteile. In Wyoming ist zum Beispiel so, dass im Gesellschaftsrecht, also die LLC-Gesetzgebung ist in jedem Bundesstaat leicht unterschiedlich. Jeder Bundesstaat setzt seine eigenen Nuancen. Wyoming hat nun den Haftungsschutz, ja, den Haftungsschutz gesetzlich verankert. Warum ist es wichtig?
es gibt immer wieder Versuche zu sagen, den Haftungsschutz auszuhebeln. Ja? Und letztlich wird es daran festgemacht, dass wenn der Unternehmer die LLC wie eine Portokasse behandelt, dann ist es, wie gesagt, keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern dann ist es eben er selbst. Insofern hat er noch keinen Haftungsschutz. Ja. So, das wird immer wieder versucht und da hat sich der Wyoming letztlich dann hervorgehoben und gesagt, nein, wir schreiben das dort ins Gesellschaftsrecht bei uns rein. Selbst wenn es der Fall ist, der Haftungsmantel wird letztlich dadurch nicht, sage ich jetzt mal, angegriffen. Ja. So, deswegen ist Wyoming zum Beispiel vorteilhaft, hat auch noch andere Vorteile, wenn man jetzt einen Trust etablieren will und so weiter. Also gerade was Vermögensschutz und so weiter anbelangt, ist Wyoming besonders hervorzuheben, auch weil es extrem schwierig ist für Gläubiger und andere externe, sage ich jetzt mal, Interessenten, an das Vermögen einer LLC heranzukommen, selbst wenn der Eigentümer der LLC finanzielle Probleme, Insolvenz und so weiter hat. Also das ist ein anderer Sitzstaat, den wir empfehlen und den wir auch ja bei nullsteuer.llc dann gründen können. Und Florida bietet nun keine Privatsphäre an. Das heißt, dort wird der Eigentümer im Handelsregister veröffentlicht. Das ist aber manchmal auch gewollt so. Ja? Also es gibt durchaus Geschäftspartner, die wollen dann sehen, wer da im Handelsregister drinsteht. Banken übrigens völlig egal, spielt absolut keine Rolle. Ja. Aber manchmal ist eben Florida und diese Tatsache, dass der Eigentümer dort im Handelsregister steht, eine gewollte Sache. Und dann nimmt man dann Florida, kann man durchaus auch empfehlen. Aber steuerlich betrachtet sind alle LLCs gleich. Okay. Jetzt noch ein anderes wichtiges Thema, und zwar die verschiedensten Serviceagenturen auf dem Gebiet bieten ja mal an, wir gründen Ihnen jede beliebige Firma, sei es die UK Limited oder in Irland die Limited oder eben auch die LLCs innerhalb von so und so vielen Stunden. Und das mag auch in vielen Fällen wirklich sehr, sehr schnell gehen. Aber das böse Erwachen findet ja manchmal dann statt, wenn ich jetzt mit meiner frisch gegründeten Firma ein Bankkonto eröffnen möchte. Und letztendlich brauche ich das Bankkonto, um überhaupt mit meiner Firma geschäftlich tätig zu sein. Wie sieht es denn da mit der LLC aus? Ist es einfach schwierig? Also ich gründe jetzt aus einem anderen Wohnsitzstaat, gründe ich jetzt in den USA eine LLC und jetzt möchte ich am nächsten Tag ein Bankkonto öffnen. Was rätst du da Mandanten und worauf soll man sich einstellen? Worauf soll man gefasst sein? Wie funktioniert das? Also hier muss man sagen, hier ist natürlich so, dass jetzt nach der Gründung zunächst noch die steuerliche Registrierung erfolgen muss. In den USA ist die steuerliche Registrierung, wenn man keine Sozialversicherungsnummer hat, ein bisschen zeitaufwendig. Ja? Also man muss jetzt zwar nicht Monate rechnen, aber naja, ein paar Wochen muss man schon rechnen, bis die Steuernummer vorliegt. Wir machen das natürlich für die Mandanten, ja. Aber im Grunde genommen wird dann letztlich die Steuernummer nicht online ausgestellt, sondern man bekommt die per Post zugestellt. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn man jetzt die Steuernummer tatsächlich sofort braucht, könnte man noch eine Vorratsgesellschaft kaufen, bieten wir ja auch an. Vorratsgesellschaften.co.uk haben wir ein paar LLCs, die haben schon Steuernummern und so. Aber die meisten Mandanten brauchen es natürlich nicht. Das heißt, die LLC wird gegründet, wir beantragen die Steuernummer und sobald dann die Steuernummer vorliegt, kann man das Konto eröffnen. Die LLC ist eine der einfachsten Rechtsformen, um ein Konto zu bekommen. Es gibt in den USA eine Reihe von Online-Banken, wo man ein Konto eröffnen kann. Wir helfen Mandanten, ein Konto zu eröffnen bei Mercury, ist also die führende Online-Bank, die ist spezialisiert auf ausländische Unternehmer. Nachteil bei Mercury ist, es gibt nur Dollarkonten und so. Ja, wenn man jetzt gerade in der EU tätig ist, nicht so schön. Man kann dann kann man eben hier die anderen Anbieter verwenden. Also Wise kennt ja jeder. Pioneer geht zum Beispiel auch. Ja. Also da gibt es eigentlich viele solcher Online-Anbieter, die dort Konten dann eröffnen. Wir haben jetzt erst letzte Woche wieder ein Konto bei Pioneer eröffnet für eine amerikanische LLC. Da bekommt man dann bei einer irischen Bank eine IBAN. Ja.
Einschränkung zum Beispiel dort ist, dass man nur Zahlungen von Unternehmen entgegennehmen kann und nicht von natürlichen Personen, ja, also nur von Geschäftskunden. Und andere Einschränkungen bei Wise sind zum Beispiel, dass man keine Karte bekommt, ja, für die LLC. Also hier gibt es überall so gewisse, kleine Einschränkungen, die man sich anschauen muss, natürlich im Vorfeld. Ganz wichtig zu verstehen ist natürlich heutzutage, dass es letztlich unmöglich ist, irgendwo ein Konto zu bekommen, wenn die Gesellschaft keine Webseite hat und man kein LinkedIn-Profil oder sowas hat. Ja? Also das schauen sich alle Banken an. Website und LinkedIn-Profil. Davor brauchen wir es überhaupt nicht probieren. Ja? Daher sage ich immer, wie gesagt, in der Zeit, wo man sowieso auf die Steuernummer wartet, kann man sich dann schon mal mit den Sachen auseinandersetzen, eine richtige Webseite bauen. Auch dann entsprechend wenn man noch kein richtiges LinkedIn-Profil hat, dann das bitte auch machen. Das sind wichtige Punkte. Also für wen ist denn jetzt die LLC besonders geeignet und vielleicht für wen eher nicht? Also aus meiner Sicht ist die LLC besonders geeignet für digitale Nomaden. Ja? Also für Personen, die jetzt an keinem Land der Welt letztlich sich sehr lange aufhalten, sondern so hin und her durch die Weltgeschichte ziehen, wenigstens für eine bestimmte Zeit. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass man auch mit der LLC potenziell hier sich fragen muss, hat diese LLC jetzt eine Betriebsstätte, wo ich lebe? Ja. Das heißt, selbst wenn ich zum Beispiel jetzt in Portugal den NAR-Status habe oder Beckham-Law-Status habe in Spanien, ja, und ich habe dann eine LLC und bin dort tatsächlich mit der mehr oder weniger auch gewerblich dann tätig. Ja? Das heißt, ich arbeite dort mit, ich akquiriere dort, ich mache das Softwareentwicklung dafür, bin digitaler Nomade oder sonst irgendwas. Dann hat ja diese Gesellschaft dann möglicherweise in meinem Wohnsitzstaat eine Betriebsstätte. Ja? Und damit sind dann die Einkünfte daraus nicht mehr steuerfrei. Hat die LLC jetzt natürlich Einkünfte aus Lizenzeinnahmen oder sowas, Kapitalerträge, ohne dass ich jetzt gewerblich trade, ja, dann ist es was anderes, dann kann man die ruhig haben. Aber die Frage, hat die Gesellschaft eine Betriebsstätte lokal, ja, die dann letztlich die Einkünfte hier der lokalen Steuerpflicht unterwerfen würde, ist eine Frage, die sich jeder genau stellen muss und wozu jeder, der jetzt längerfristig in einem Land lebt, ich sage jetzt mal, wenn jemand vorhat, in Spanien mit Beckham Law zu leben für ein paar Jahre oder als Non-Dom in England oder als Non-Dom in Malta oder unter RNH-Status und so weiter. Also man plant, irgendwo länger zu sein, ja, und plant hier mit der LLC zu operieren, muss man sich dazu sehr genau beraten lassen. Und diese ganze Problematik gibt es natürlich bei digitalen Nomaden nicht. Ja, also digitaler Nomade ist, durch die Weltgeschichte reist, in jedem Land vielleicht weniger als 3 Monate ist, der hat dieses Problem nicht. Das heißt, für digitale Nomaden ist die LLC vor allen Dingen zu empfehlen. Man hat den Vorteil, man hat da eine richtige Firma, man hat eine richtige Anschrift, man hat den Haftungsschutz, man muss nicht seine eigene Adresse auf die Rechnung schreiben, man kriegt schnell ein Bankkonto. Also das sind alles Vorteile spezifischer für digitale Nomaden, die hier eine Rolle spielen. Und natürlich auch dann grundsätzlich für alle anderen Personen, die dann in Ländern leben, wie die wir angesprochen haben. Dubai, Spanien, Portugal, Malta und so weiter und so fort, wobei man immer dann dort prüfen muss, wie kann ich eine lokale Betriebsstätte verhindern, um hier dann keine steuerlichen Probleme zu bekommen. Gerade für Personen, die in Dubai wohnen, die jetzt ja zum Beispiel mit der Dubai-Gesellschaft große Probleme haben, Bankkonten zu bekommen, Kreditkarten zu akzeptieren und diese ganzen Dinge, die ich ja mit der LLC ohne weiteres machen kann. Ja, jede LLC bekommt ein Stripe-Konto. Ja. Jede LLC kann ein PayPal-Konto bekommen, jede LLC kann ein Bankkonto bekommen. Ja, was ja also mit so Firmen zum Beispiel aus Dubai jetzt schwierig ist. Ja. Also Personen, die in solchen Ländern leben und sich sagen, ich brauche irgendwie eine gängige Rechtsform, die weltweit akzeptiert ist, ja, wo ich Kreditkartenzahlungen annehmen kann und so weiter und so fort. Für die ist die LLC besonders geeignet. So, für wen ist jetzt die LLC nicht geeignet? Wer sollte lieber die Finger von der LLC lassen und vielleicht auf eine Alternative ausweichen?
Also, wie gesagt, jeder, der in einem klassischen Hochsteuerland unbeschränkt steuerpflichtig ist, wie Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, diese ganzen Länder, ist die Gesellschaft absolut nicht geeignet. Im besten Fall zahle ich ganz normal Einkommensteuer, dann kann ich mein eigenes Gewerbe gleich anmelden, brauche ich diese Gesellschaft nicht. Im schlimmsten Fall wird dann hier eine Umgehung untersagt, im schlimmsten Fall wird dann eine Umgehung unterstellt und dann habe ich möglicherweise ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Bein. Ja, also das heißt, wer jetzt in einem solchen Land lebt, sollte keine LLC gründen. Das gilt übrigens auch dann, wenn man tatsächlich vorhat, in den USA gewerblich tätig zu sein. Ich würde allen Mandanten, die in Deutschland leben, eher raten, keine Corporation zu gründen oder wenn sie unbedingt eine Personengesellschaft wollen, dann eine Limited Partnership in den USA zu gründen, die der deutschen GmbH und Co. KG entspricht. Okay. Jetzt, wie schneidet denn jetzt eigentlich die LLC im Vergleich zur UK Limited ab? Also ich wohne jetzt vielleicht im steuergünstigen Land und könnte ja genauso für meine Tätigkeit im Ausland eine UK Limited nehmen. Könnte eine LLC gründen. Korrekt, ja. Also es ist eine sehr gute Frage. Im Idealfall, meiner Meinung nach, ist es eine Frage von sowohl als auch und von nicht von entweder oder. Ja. Also die UK Limited hat natürlich die ganzen Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Ja, also das heißt, Transparenzregister, man muss komplette Bilanzen einreichen, Gewinn- und Verlustrechnung einreichen. Man hat eine Körperschaftssteuer mit 19%, die relativ hoch ist. Ja, also das sind schon mal die Dinge. Ja. Es gibt natürlich Wege zu sagen, wie ich dann manche Dinge umgehen kann. Also zum Beispiel, wenn ich nicht selbst Geschäftsführer und Gesellschafter der Gesellschaft bin, könnte ich mir zum Beispiel ein Gehalt auszahlen lassen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wohne in Dubai, lasse mein Gehalt für meine UK Limited auszahlen, dann wäre das natürlich dann auch steuerfrei. Ja. Aber es ist in gewisser Weise kompliziert alles ein bisschen. Ja. Das sind die Vorteile der LLC liegen auf der Hand. Auch was Buchhaltungspflicht und so weiter anbelangt, gibt es jetzt ja tatsächlich bei der LLC nicht in dem Umfang wie bei anderen Gesellschaften. Ja. Konten, denke ich, sind gleichwertig. Ich kriege sehr gute Konten für die Limited. Auch die Limited ist natürlich außerhalb der EU, ja, das mag auch ein Vorteil sein. Oftmals, unsere Mandanten verwenden beides in Kombination, denn oftmals ist es ja so, wenn man einen europäischen Kunden hat, dann zuckt er vielleicht zusammen, wenn er eine Rechnung von der LLC bekommt, gerade wenn der jetzt in Delaware oder sowas ist, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Wenn er dort eine Rechnung von der Limited bekommt, dann ist es doch bei weitem weniger verdächtig, ja. Und dann nimmt man halt eine Limited und hat dann eine LLC, die dann wiederum Rechnung an die Limited stellt, um dort den Gewinn zu reduzieren oder so gut wie zu eliminieren. Also dann noch eine abschließende Frage. Wenn ich jetzt eine US-LLC gründe, hilft mir das bei der Einreise in die USA, also bei der Beantragung eines Visas? Also das ist jetzt in gewisser Weise eine akademische Diskussion hier, ja, also sehr, sehr, sehr theoretisch, denn im Grunde genommen, es wäre möglicherweise möglich, ein US-Visum und auch eine Green Card möglicherweise zu beantragen, aber natürlich ist ja Sinn dieser Exempt LLC, Steuern zu vermeiden, auch Steuern in den USA zu vermeiden, während ja ein Visum und die Green Card in den USA an Personen gegeben wird, die dort unternehmerisch aktiv werden, die dort Steuern bezahlen, die dort Mitarbeiter einstellen, die Substanz schaffen. Also das ist diametral gegensätzlich letztlich, dieses Vorhaben. Ja. Das heißt also, meine Empfehlung wäre, wir brauchen jetzt da nicht jetzt groß zu diskutieren, ob es theoretisch doch irgendwie möglich wäre. Möglicherweise ist es das. Aber ich würde sagen, dass das widerspricht sich sozusagen im Geiste. Ja. Das heißt, man würde im Grunde sagen, man würde die Exempt LLC nicht dafür verwenden. Man würde dann eher eine separate Gesellschaft gründen, um Visum oder Green Card zu beantragen. Okay, dann haben wir auch über diesen wichtigen Punkt gesprochen. Ja, vielen Dank, Sebastian. War ein schönes Gespräch. Wunderbar.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine Stunde ist vorbei. Aber es waren ja auch viele interessante Fragen und Themen, die unsere Zuschauer auch gestellt haben, uns immer wieder. Und deswegen haben wir es jetzt hier mal für alle zusammengefasst besprochen in diesem Podcast. Wunderbar. Habe ich gefreut. Daher bis demnächst. Bis dann. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.